Hä? Ein Gespenst! Eine ganze Nacht saß Pippi da und schrieb eine Karte an Tommy und Annika. Sie hatte schreckliche Mühe damit, denn sie konnte nur ein bisschen schreiben. Gegen Morgen, als die Sterne über dem Dach der Villa Kunterbund verblassten, schlich sie sich zu Tommys und Annikas Villa hinüber und steckte den Brief in ihren Briefkasten. An Tommy und Annika stand darauf. Und als sie ihn aufgemacht hatten, fanden sie eine Karte, auf der stand: Timmy und Annika sollen zu Pippi zur Geburtsfeier, kommen morgen Nachmittag. Tommy und Annika freuten sich so, dass sie anfingen herumzuspringen und zu tanzen. Wie lustig das wird! Als Tommy und Annika durch die Gartentür der Villa Kunterbund gingen, hielten sie sich fest an den Händen. Denn es war ganz schön dunkel in Pippis Garten und die alten Bäume, die gerade die letzten Blätter verloren, rauschten so düster. Sie klopften an. Und gleich darauf hörte man drinnen eine Stimme. Wer kommt da in der dunklen Nacht, gegangen in mein Haus? Ist es ein Geist oder ist es bloß eine arme kleine Maus? Nein, Pippi, wir sind das. Mach auf! Oh, Pippi, warum hast du das von dem Geist gesagt? Ich habe solche Angst gekriegt. Die Geburtstagsfeier sollte in der Küche stattfinden, denn da war es am gemütlichsten. Auf der Holzkiste stand Herr Nilsson und schlug 2 Topfdeckel gegeneinander und in einer Ecke stand das Pferd. Es war natürlich auch zur Geburtstagsfeier eingeladen. Auf dem Tisch waren eine Menge Kuchen und Zimtwecken. Die Kuchen hatten eine sehr merkwürdige Form, aber Pippi behauptete, in China gäbe es solche Kuchen. Wir gratulieren! Pippi bedankte sich und riss eifrig das Papier auf. Und da lag eine Spieldose darin. Pippi war ganz verrückt vor Begeisterung. Sie streichelte Tommy und sie streichelte Annika und sie streichelte die Spieldose. Dann drehte sie daran und mit viel Kling-Klang kam eine Melodie heraus. Liebe Kinder, ihr sollt ja auch eure Geburtstagsgeschenke haben. Aber wir haben doch gar nicht Geburtstag. Nein, aber ich habe Geburtstag. Und da kann ich euch ja wohl auch etwas schenken. Oder steht irgendwo in euren Schulbüchern, dass man das nicht kann? Hat das was mit Plutimikation zu tun, weshalb es nicht geht? So war es ja nicht. Und bald hatten Tommy und Annika jeder ein Geschenk bekommen. Als Tommy sein Paket öffnete, fand er eine kleine Flöte aus Elfenbein. Und in Annikas Paket lag eine hübsche Brosche in Form eines Schmetterlings. Nichts darf verschwendet werden. Ich muss immer ein bisschen aufräumen, sobald ich gegessen habe. Wollen wir auf den Boden raufgehen und die Gespenster besuchen? Gibt es wirklich Gespenster? Und ob es welche gibt? Massenhaft. Tommy wollte nicht zeigen, dass er Angst hatte. Und eigentlich hätte er wohl gern einmal ein Gespenst gesehen. Die arme Annika wollte auf keinen Fall, aber dann kam sie auf den Gedanken, dass vielleicht ein ganz kleines Gespenst zu ihr in die Küche kommen könnte, während sie dort ganz allein saß. Das gab den Ausschlag. Lieber zusammen mit Pippi und Tommy unter 1000 Gespenstern, als allein mit dem allerkleinsten Gespensterkind in der Küche. Servus, ihr Gespenster alle.
Das hätte ich mir denken sollen. Sie sind zur Vorstandssitzung des Geister- und Gespenstervereins gegangen. Annika hoffte, dass die Versammlung recht lange dauern würde. Aber oh weh, da sahen sie eine dunkle Gestalt auf sich zukommen. Ein Gespenst! Guck mal, was ich gefunden habe. Eine Piratenflagge, einen Hut und eine Augenklappe. Jetzt fehlt nur noch ein Schiff. Und Papas Nachthemd habe ich auch gefunden. Wenn ich es kürzer mache, kann ich es tragen. Oh, Pippi, ich wäre vor Schreck beinahe gestorben. Nachthemden sind nicht gefährlich. Sie beißen nur, wenn sie angegriffen werden. Tommy und Annika, es ist schon längst Schlafenszeit. Ach, Papa. Als Tommy und Annika und ihr Papa zur Gartentür kamen, hörten sie, dass Pippi ihnen etwas nachrief. Übrigens, ich werde Seeräuber, wenn ich groß bin. Und ihr?